Die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch der Björn ist gut Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Suddenly came in there. The race crew took home the third spot, but they were 2 laps down. If it isn't Mr. Talks Too Much. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen hier aus Montreal in Kanada. Die 11. Station der Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm und heute haben wir sowohl Björn als auch Tom am Start und beide sind mal wieder richtig schnell. Freue ich mich jetzt schon auf das Rennen, ich hoffe ihr auch und ich wünsche euch mal ganz viel Spaß. Thank you. Ratze, Ratze. Heute also die vorletzte Saisonstation. Montreal, eine Strecke, die unserem Tommy wirklich liegt. Salut Gilles, Circuit Gilles Villeneuve. Was? Wer hat genossen? Der Genosse? Du hast ja irgendwelche komischen Sprachgulasch von dir gegeben. Da steht doch da oben rechts in der Ecke, Salut Gilles. Die Rennstrecke hier ist ja zu Ehren Gilles Villeneuves umbenannt worden. So, ja, super. Okay, es scheint irgendwie kälter zu sein, hier ist bewölkter. Peace, du, Kleppi, Simpkins. Auto Nummer 1. 2 meine ich. Gießhörner noch vor mir. Das war aber knapp, Ja, im Blocksplit sind 2 Leute mehr mit 5000er Rating heute. Ich weiß, wer sich da angemeldet hat für den Lotus 49 Jungs. Insgesamt haben wir heute wieder 23 Fahrer am Start. Schönes Starterfeld. Wir haben auch 2 Deutsche dabei. Freut mich besonders. Der Adam heute wieder mit am Start und Arnold Koch. Und wie ihr sicher alle hören könnt, hat auch mich die Grippewelle erwischt. Ich bin hier ziemlich erkältet, versuche mich aber trotzdem heute irgendwie hier durchs Rennen zu kämpfen. Zumal wir ja in die heiße Phase der Serie eintreten und aufs Finale zusteuern. Ja, die ganzen Pappnasen wieder mit dabei. Ja. Beide Jungs heute wieder richtig schnell. So, was haben wir jetzt? Gucken wir mal in die Entries rein. Francisco Javier Lopez ist da. Daniel Bonawitz ist da. Byron Long ist da. Baby da? Nein. Der ist ja im Topsplit gelandet. Ja. Adam Platzka ist da. Und wie ihr oben der eingeblendeten Liste entnehmen könnt, haben wir heute wieder fast alle aus der Community da. Sehr, sehr schön. Shady Amat, einer der wichtigsten Gegner von Björn und von Tom, ist heute im ersten Split gelandet, da er im letzten Rennen ziemlich viele I-Rating-Punkte gesammelt hat. Erste Runde Björn, eine 1:27,913. Derzeit Pole. Satte 2 Sekunden schneller als Keith Hörner, der derzeit auf dem 2. Platz liegt. Nicht schlechter Specht. Tommy immer noch auf seiner ersten Runde unterwegs, liegt aber auch bei den Zwischenzeiten richtig gut. Das könnte heute ein sehr, sehr interessanter Kampf zwischen Björn und Tom werden, denn beide liegen auf ähnlichem Niveau. Und die zweite verkackt. Eieiei. Oh, und da sehen wir es auch im Bild. Björn hat die zweite Runde weggeschmissen, aber die erste war schon mal ein Hammer. Mal schauen, wo er da landet. Jetzt ist Adam auf P2 mit einer 1:28,999. 1:27,83. Jetzt der Tommy auf Pole. Und da kreuzt Tommy das zweite Mal die Ziellinie. Wow. Ja. Gratulation, Pole Position. Danke. Wow. Pole Position, ganz herzlichen Glückwunsch. Sehr schön, sehr schön.
Björn Ackermann auf 2 und Adam Glatzka auf 3. Aber 3 Deutsche vorne weg. 3 Deutsche. Bei allen 3 bin ich durchgekommen. Sehr gut, sehr gut. Anständig geübt, so was hört der Teamchef gern. Sehr, sehr, sehr super. Beim Björn brauche ich gar nicht fragen. Der hat ja einen Ehrgeiz. Willst du im Discord bleiben, Björn, oder soll ich dich hochschubsen? Nee, ich weiß mich raus. Wir quatschen dann wieder nach dem Rennen, Björn. Alles Gute. Ja, haben wir noch eine Minute hier. Lass mal ein bisschen Ergebnisse gucken hier. Also, der Björn und der Silbernagel als einziger eine 27er gefahren. Ansonsten, ja, die meisten bewegen sich so im 28-, 29er Bereich. Ja, lieber Patrick, ey, lass uns mal, was so Reden und so angeht, ein bisschen Funkstille wahren. Ja, ist sowieso. Also, ich bin da so. Ich bin jetzt ich stand schon lange nicht mehr auf Pol, weißt du so. Ja. Möge die Macht mit dir sein. Und ich habe eben in dem Rennen, habe ich in der ersten Runde weggeschmissen, so, ne? Tu das bitte nicht. Ah, so, okay. Dein Maskottchen ist bei dir. Dein Glücksbringer. Da haben wir also heute 3 Deutsche auf den ersten 3 Plätzen. Tommy vor Björn und Adam auf P3. Und jeden Augenblick müsste es losgehen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Oh nein, ich glaube, der Björn hat einen Frühstart. 3, 2, 1. Den Fleck und das ganze Feld macht sich auf die Reise. Es scheinen hier alle gut aus den Startlöchern gekommen zu sein. Weiter hinten kleine Rangelei, aber scheint hier alles gut verlaufen zu sein. Tommy sofort in Front und da drehen sich die ersten, da gab es die ersten Zwischenfälle weiter hinten. Wir sehen es hier, Keith Hörner liegt da und hier fliegt auch gleich der nächste. Ein wildes Durcheinander hier in der ersten Kurve, aber alle können scheinbar weiterfahren. Das gucken wir uns nachher gleich mal in Ruhe an. Da hinten hier fahren sich jetzt Marc und Fabrice nochmal in die Kiste, aber niemand gestrandet. Ganz vorn, Tommy vorne weg, ganz dicht dahinter, Björn und Adam. Auf 4 dann Daryl Weininger und auf 5 haben wir Joe Walker, der sich im letzten Rennen so ein tolles Duell mit Tommy geliefert hat. Björn jetzt ganz dicht dran am Tommy, aber der lässt sich hier nicht ins Boxhorn jagen. Adam guckt sich das mit einem kleinen Sicherheitsabstand an, sind 08, 09 Sekunden. Ein absoluter Traumstart für unsere Jungs in das Rennen. Super, so kann es weitergehen. Ich hoffe mal, dass sie sich beide gegenseitig abräumen. Oh, erste Kurve, da vorne löffelt sich einer. Wer ist das? Oh, das ist Keith Hörner. Ja. Der rauscht zusammen mit. Fabrice Vorgarten, der fährt ihm hinten auf die Ecke, ey. Ach du Scheiße. Boah. Ach, ein Keith sei rennt gleich wieder. Der mit der Nummer 1, höchste Rating, der Keith. Ja. 5 Meter weiter hat es ja gleich noch mal gescherbelt. Auch das schauen wir uns jetzt mal an. Marc-André Zicirasella, das ist der denn da... Da halt ein Robert voll hinten aufs Rad und dreht sich. Ja, wer steht hier? Bayern musste da auch ausweichen. Ja. Wenn man das sieht hier, Fabrice mit 400er Rating, der ist heute hier im falschen Rennen gelandet. Da ist es wohl besser, wenn er bei einem Rennen übt, was hier nicht zu so einer Serie gehört. Wir hatten ja gleich den nächsten Zwischenfall von denen, den wir uns anschauen. Hier vorne alles beim Alten. Tommy vor Björn, Adam, Daryl und Joe auf P5. Die Jungs konnten schon über 4 Sekunden auf Arnold Koch rausfahren. Oh nein, ich glaube, der Björn hat die Wand berührt. Ganz leicht nur. Marc-André Ceccarello gleich noch einmal. Ach du Scheiße. Oh Mann. Fahren die sich gegenseitig hinten rein. Wer ist der hier mit der SIP? Fabrice Borgo. Ja. Ich glaube, die brauchen beide noch ein paar Übungsrunden. Am Anfang ihrer 1100, 1300. Hier haben wir Arnold Koch mal im Bild im Warsteiner ADS-Design. Auf P6 dann hier auf P7 Robert Simpkins, 2 Sekunden dahinter. Dann haben wir auf P8 Gregory Woods, auf 9 Emilio Garrido, der hier mit Art McEwen kämpft. Dann haben wir auf 11 Michael Bandini und auf 12 Ben Summers. P13 dann Robert Obrota, den ich hier noch nicht gesehen habe in der Serie. Und auf P14 hier unseren Francisco, direkt hinter ihm dann Michael Taylor und auf 16 Kurt Klapper. Oh, jetzt geht hier der Michael White, kleiner Verbremser und sofort ist Kurt Klapper da durchgeschlüpft und Byron ist da auch noch direkt mit dabei. Nächster Zwischenfall, schauen wir uns doch direkt mal an.
Während hier vorne alles beim Alten ist. Tommy vom Björn, die beiden haben so eine tolle Pace, die können sich jetzt schon vom Rest des Feldes absetzen. Adam schon 1,9 Sekunden dahinter. Oh, ach du Scheiße. Das war's dann wohl auch für den Fabrice. Ah! Ja, das ist eine blöde Stelle zum Wegrutschen. Richtig schön. Volle Kanne reingeschärft. Ja, Feierabend. viel Rauch um nix. Wie gesagt, bei so einem Auftritt sollte man besser vorher noch üben, statt dann hier irgendwie die Meisterschaft vielleicht noch einzugreifen. Sehenswertes Duell zwischen meinen beiden Jungs hier vorne, aber da kriege ich schon wieder graue Haare. Obwohl ich sagen muss, die Jungs haben schon oft miteinander gekämpft und das auch manchmal ziemlich hart, aber bisher haben sie sich noch nie gegenseitig abgeräumt. Toi, toi, toi. Die beiden heute hier in einer eigenen Liga. Der Einzige, der halbwegs folgen kann, ist Adam Platzka, aber der ist auch schon 1,5 Sekunden hinter den Jungs und fährt für eine halbe Sekunde langsamer ungefähr wie die beiden. Dahinter dann Daryl Weininger schon 3,5 Sekunden weg. Da haben wir heute hier also 3 Deutsche in Führung liegen. Das wäre doch mal was. Jetzt muss Björn ein kleines bisschen abreißen lassen, hat er einen kleinen Fahrfehler gemacht. Es ist ja heute hier das vorletzte Rennen der Meisterschaft und wenn wir dieses Ergebnis so ins Ziel bringen würden, dann würden wir mit guten Aussichten ins Finale nächste Woche starten. Allerdings dürfen sich beide heute keinen Schnitzer mehr erlauben, haben schon viel zu viele Streichergebnisse gesammelt. Auch hier hinten heute ein enges und tolles Rennen. Oh, der Björn kommt besser durch die Schikane, merke ich. Robert Oproda, Kurt Klapper und Michael Taylor hier ganz dicht beisammen. Francisco konnte sich von dem Trio schon ein bisschen absetzen. Hier vorne alles wie gehabt. Der Björn jagt den Tom um den Kurs und Adam guckt sich das mit einem kleinen Sicherheitsabstand an. Daryl Weininger dahinter schon 4 Sekunden weg. Wir befinden uns in Runde 4 von 23. Boah, schon wieder gegen die Wand hinten. Man sieht da an der Wand schön die Reifenspuren. Da ist nicht nur der Björn reingekracht, aber das gibt keinen Inzident. Das sieht nur spektakulär für die Zuschauer aus. Hier haben wir mal Daryl Weininger im Bild. P4. Nach vorne und hinten jeweils reichlich Luft. Vorsicht, Björn. Dann hier Joe Walker auf P5, solide unterwegs. Und da hat Björn den nächsten kleinen Wackler und schon 1 Sekunde Vorsprung vom Tommy. Aufpassen beide und wir hatten einen kleinen Zwischenfall. Den schauen wir uns direkt mal an. Ich hoffe, dass er nicht irgendwo gegengeknallt ist. Auto scheint alles gerade zu sein. Oh, wer immer hier, Robert. Robert Oproda. Ja, komm, guck mal. Der kriegt doch da hinten eine drauf. Vom. Ein kleiner Klaps auf dem Arsch kann doch nicht schaden. Ja, komm, der dreht den voll raus. Ja, der soll aufpassen. Björn hier geht hier volles Risiko. Okay, der verliert nicht auf der langen Geraden, das ist schon mal Er gut. wird vom Ehrgeiz angestachelt sein, weil der Tommy vor ihm liegt. Adam 1,4 Sekunden hinter ihm. Unsere 3 Deutschen hier einträchtig und einen schönen Sicherheitsabstand vorne weg. Tommy vorne hat inzwischen 1,6 Sekunden. Und hier hinten Kurt Klapper von P15 gestartet, konnte nur einen Startplatz bisher gut machen. Fährt wie immer ohne Quali los und Franz heute ein Top-Rennen vorne. Fährt hier auf P13 vor ihm Ben Sommers. Und hier der Letzte, der noch unterwegs ist, Marc-André Ciccarello, hat so seine Probleme mit der Fahrzeugbeherrschung. Ich glaube, der ist hier im falschen Rennen gelandet. Ganz anders Tommy, letzte Runde über 1 Sekunde schneller gefahren wie Björn. Der hier aber trotzdem sicher auf dem 2. Platz liegt. 1,4 Sekunden nach hinten und ungefähr genauso viel nach vorn. Ein Top-Beginn für meine Jungs heute. Drücken wir mal alle die Daumen, dass das auch so bleibt. Robert kämpft hier um P6 mit Arnold Koch. Die beiden haben nach vorne schon 3,5 Sekunden Abstand. Und auch hinter ihm Gregory Woods, der jetzt gerade mal in die Mauer kurz geküsst hat hier, ist schon 2,5 Sekunden weg. Kämpft hier mit Emilio Garrido um P8. Das Feld hat sich hier vorne schon in Grüppchen aufgeteilt. Auch hier hinten ab P12 Ben Sommers, dann Francisco Lopez sind alle noch ziemlich dicht beisammen. Kurt Klapper kämpft mit Byron und Keith fährt im ganzen Feld hinterher. Hier die Plätze 15, 16 und 17. Schade, dass der Keith da am Start unschuldig abgeräumt wurde und jetzt im Feld hinterherfahren muss. Frustrierend, wenn das Rennen direkt in der ersten Kurve schon kaputt ist. Schon letzte Woche in Virginia ist der Keith kaum 50 Meter weit gekommen, ist dann direkt am Start in den Startunfall von Daryl Weininger verwickelt worden. Und auch heute wieder nach 2 Kurven ist hier Feierabend. Schade. Und wir haben es oben gerade gesehen, jetzt ist Michael Taylor am Francisco vorbeigegangen und Kurt und Byron und auch Keith haben hier die Lücke nach vorne geschlossen. Vielleicht geht ja da noch ein bisschen was für den Keith nach vorne. Aber ich denke mal, Kurt und Byron vor ihm, die werden auch nicht einfach so an die Seite fahren.
Tommy hier vorne mal wieder ein blitzsauberes Rennen. Der Abstand pendelt sich so bei 1,8 bis 2 Sekunden ein. Und auch der vom Adam nach hinten immer so bei 4 Sekunden. Und mit so einem Top-Ergebnis, ein Rennen vor Schluss, würde Tommy einen weiteren Schritt in Richtung Podiumsplatz in der Meisterschaft machen. Shady Amat ist heute leider nicht mehr im Split hier mit dabei. Der hat in den letzten Rennen so viele Punkte gesammelt, dass er jetzt bei den Profis im ersten Split mitfährt. Wen von den Zuschauern das Rennen interessiert, wird wie immer übertragen von GSRC, Global Sim Racing Channel. Jetzt habt ihr gerade Daryl Weininger im Bild. Heute ein viel, viel besseres Rennen als letzte Woche, als er direkt am Start stehen geblieben ist. Dann hat man auf 5 Joe Walker und hier auf P6 Arnold Koch, dicht gefolgt von Robert Simkins auf dem 7. Dann haben wir auf 8 hier Gregory Woods, der sich schon die ganze Zeit mit Emilio Garrido beschäftigt. Und Art McEwen schließt dann die Top 10 ab. Wir haben ihn hier mal im Bild nach vorne und hinten, jeweils fast 3 Sekunden Luft. Dann haben wir hier auf P11 Michael Bandini, auf 12 haben wir Michael Taylor, der inzwischen den Ben Summers überholt hat. Auf 14 Francisco, der hier einen tollen Fight mit Bob Knapper hat. Und hinten dran auf P16 Byron Long. Wie gehabt, P17 Keith Turner. Die Jungs liefern sich einen schönen Kampf. Francisco greift jetzt hier Ben Summers an. Oh, und da muss er weit gehen. Bremse aufmachen. Vorsicht. Der Schuss ging nach hinten los. Gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ist jetzt hier bis auf P17 hinter Keith Turner zurückgefallen und hat ein bisschen Anschluss verloren. Schade. Tommy geht jetzt hier in die 8. von 23 Runden. Björn folgt ihm immer noch, hat jetzt eine super schnelle Runde hingenagelt. Adam muss jetzt ein kleines bisschen abreißen lassen. Oh, das ist Notausgang Deluxe. Francisco. Der Franz. Uiuiui. Der hatte gerade die ganze Gruppe hier überholt. Oh nein. Ja, ja. Da ist die Straße auf einmal weg gewesen. Ne? Björn hält sich hartnäckig in Tommys Windschatten, kann aber irgendwie die Lücke ordentlich zufahren. Adam ein einsames Rennen, nach vorne und hinten reichlich Luft, genauso Daryl Weininger und Joe Walker. Während Arnold Koch sich die ganze Zeit hier mit Robert Simkins beschäftigt. Die Plätze 6 und 7, da hat sich nichts getan. Hier ganz hinten am Ende des Feldes Marc-André Ciccarello, dann haben wir auf P20 Daniel Bonawitz. Der Abstand nach vorne zu Robert Obrota beträgt hier schon 22 Sekunden. Robert Obrota nach seinem kleinen Zwischenfall aber auch einsam unterwegs. Dann haben wir hier auf 18 Germano Cervini, auch nach vorne und hinten jeweils 4 Sekunden Luft. Dann Francisco auf P17, vor ihm dann Keith Turner P16, Byron Long 15 und Ben Summers auf P14. Das ganze Feld hier hinten noch schön dicht beisammen. Byron zeigt sich hier schon das ein oder andere Mal. Will hier kurz oder lang an Ben Summers vorbei, damit er kurz knapp vorne näher abhauen kann. Ben scheint die Jungs hier ein bisschen aufzuhalten. Der Ford hat schon 2 Sekunden Abstand. Man sieht hier, wie der Byron drängelt. Hat ja auch noch den Keith Turner am Nacken sitzen. Und Francisco lauert da auch noch. Keith hat ja lange Zeit in der Saison in der Meisterschaft vorne mitgekämpft, hatte aber in den letzten Rennen ziemlich viel Pech. Wurde oft unschuldig in Unfälle verwickelt, sodass er jetzt am Ende den Anschluss an die Spitze der Meisterschaft verloren hat. Und Byron drängelt jetzt hier vorne ganz schön gewaltig. Setzt ja Ben Summers unter Druck und macht deutlich, dass er hier unbedingt vorbei will. Davon völlig unbeeindruckt unser Tommy hier vorne. Das ist ein bisschen rumpelig, das Auto gerade. War wieder ein absolutes Sahnerennen von ihm heute. Letzte Runde eine halbe Sekunde schneller gefahren als der Björn, hat inzwischen 3,5 Sekunden Abstand nach hinten. Zum Adam nach hinten sind sogar schon über 6,5. Hier hinten auf P7 Robert, alles beim Alten, während hier auf P8 Emilio Garrido jetzt den Gregory Woods überholt hat. Die haben somit die Plätze getauscht und dann kann sich schon ein kleines Stück vom Gregory absetzen. Und auch Tommy hier vorne kann sich jetzt Zehntel von seinen Verfolgern absetzen. War diese Saison schon ein paar Mal ganz dicht dran. Für den letzten Schritt nach ganz oben hat es bisher nicht gereicht. Deshalb freue ich mich mehr, dass es heute so gut läuft. Drücken wir mal alle die Daumen, dass er auch am Ende die 1 steht. Tommy befindet sich hier in der 11. von 23 Runden. Da haben wir ungefähr fast Halbzeit. Und wir haben bisher nur einen Ausfall zu verzeichnen und einen, der überhaupt nicht an den Start gegangen ist. Ich glaube, in meiner Spitzkehre, da nehme ich ein bisschen was ab, wie es aussieht. Was? Ruhig einen Vorsprung, 3,8.
Und nachdem es sehr lange ruhig war im Feld, gab es mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns doch direkt mal anschauen. Wir schalten hin. Michael J. Taylor. Oh, das ist mir im ersten Rennen auch passiert, aber ohne Anschlag. Ach, und der Heckflügel platt. Ja. Hier haben wir mal Adam im Blick. Liegt auf einem soliden 3. Platz. Über 4 Sekunden Abstand nach hinten. Freut uns, dass er jetzt in der Endphase der Meisterschaft zur alter Stärke zurückgefunden hat. Allerdings ist auch der Kontakt nach vorn langsam abgerissen. Fährt jetzt hier ein sehr, sehr einsames Rennen. Nützt hier auch jeden Zentimeter der Strecke, streift in die Mauer, aber nichts passiert. Und Tommy läuft jetzt hier langsam auf das Hinterfeld auf. Marc-André Cigarillo vor ihm. Auf B20. Gut, heute mal eine Quali gefahren, trotzdem nur von P15 gestartet, liegt aber hier schon auf dem sauberen 11. Platz und hat auch schon 1,3 Sekunden Vorsprung auf Bandini rausgefahren. Hier Robert mitten im Kampf mit Gregory Woods, vor ihm Emilio Garrido ist da auch nicht so weit weg. Liegt hier auf dem soliden 8. Platz und hat heute ein schönes Rennen hier mit den Jungs. Allerdings hat das Quartett hier jetzt schon fast 8 Sekunden Rückstand auf die Top 5 Plätze. Runde 13, da sind wir jetzt also über Halbzeit und haben noch 10 Runden zu gehen. Oh nein, Schock, was ist denn hier passiert? Oh nein, der ist mal Björn steht hier an der Box mit zerstörtem Auto. Oh, da müssen wir gleich mal gucken, Einschlag? was da passiert ist. Björn ist eingeschlafen. Der hat den Überrundeten abgeräumt oder umgedreht. Damit ist ja nicht nur das Rennen, damit ist ja auch die Meisterschaft jetzt für Björn gelaufen. Der wird vollkommen bedient sein. Das tut mir so leid. Im Ernst? Damit jetzt natürlich neuer Reihenfolge. Adam jetzt auf dem P2 und Daryl Weininger ist auf dem 3. Platz nach vorgerutscht, nachdem es im letzten Rennen für den Daryl so ein Desaster am Start gab. Boah, das ist so ein Pechvogel, ne? Läuft heute für den richtig gut. Da läuft's mal wieder richtig gut für den, ne? Ey, wie ätzend. Geht hier unten weiter. Hier ist der Dreher von dem Honk da. Ist halt nur ärgerlich, dass mein Kumpel sich Ja, mit da... 400er Rating, Alter. Oh Mann, ey. Ach, ja, das ist ja... Ne, 400er Rating, das ist ja noch nimmer Anfänger, das ist ja... Vielleicht, ja... Meisterschaft kaputt gemacht. Manchmal ist es halt einfach schlauer so, dass man solche Rennen meidet. Ganz unglücklich gelaufen. Das ist jetzt erstmal ein kleiner Schock, den wir verarbeiten müssen. Der Arnold Koch kämpft jetzt mit Emilio Garrido um den letzten Top-5-Platz. Die Jungs ja alle jetzt in Positionen nach vorne gerückt und auch Robert will da noch hier mitmischen. Greg Woods schaut sich das mit einem kleinen Sicherheitsabstand an. Ach, der ist bedient für heute. Wie ätzend, Ich denke mal, da wird der Frust ein bisschen tiefer stecken. Es ging hier heute nicht nur um ein Rennen, es ging ja um eine komplette Meisterschaft. Wirklich sehr, sehr schade. Emilio jetzt hier im Angriffsmodus, setzt den Arnold mächtig unter Druck, drückt hier und versucht hier irgendwie vorbeizugehen. Arnold kann sich aber noch immer wehren. Ist da einer aus der Box gekommen? Oder tolle Duelle hier von den Jungs. Ah, egal, mach mal später. Der letzte Platz, den du unterrundet hast. Und Björns Unfallgegner hatte jetzt noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns nochmal anschauen. Das gibt's doch gar nicht. Nochmal Marc-André Cigarello. Alter Vater, ey. Jetzt stellt das Auto endgültig ab. Eingeschlagen und gequittet. Oh, das war's tatsächlich. Schade, ich denke mal, der Marc wusste gar nicht, dass er hier in den Meisterschaftslauf mitfährt und hier in die Meisterschaft eingreift. Damit hat der Björn eindeutig jetzt ein Nuller zu viel geschrieben. Trotz 5 Saisonsiegen drücken wir unserem Tommy die Daumen, der das Rennen hier weiterhin souverän anführt. Toi, toi, toi. Hinter ihm Adam Klatzka, inzwischen 9 Sekunden Abstand. Fährt heute auch wieder ein absolutes Klasserennen. Ja, das ist so mit Leuten, die man halt noch nicht hier gesehen hat. So, das sind auch Anfänger in der Serie. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? So zum Teil für die ein bisschen mitdenken. Ich denke mal, Björn war da so in seinem Tunnel. Dasselbe Problem hatte ich ja auch in der Camel-Serie, ne?
Du hast fast 10 Sekunden Vorsprung. Schön ruhig machen. Der wird das gar nicht registriert haben und war dann so erschrocken, dass das Auto nicht mehr einzufangen war. Gehört inzwischen hier auf dem letzten Top-10-Platz ziemlich einsam unterwegs, nach vorne und hinten reichlich Luft. Und hier Ben Sommers jetzt hinter Francisco zurückgefallen, der jetzt hier auf P14 liegt. Vor ihm Michael Bandini. Die Turner konnte die Jungs überholen. Byron hier inzwischen auch alleine unterwegs auf P11. Nach vorne fast 3 Sekunden und nach hinten 2,5. Hier haben wir dann auf P12 den direkten Verfolger von Byron, Keith Turner. Thanks, Daniel. Und während wir uns mit Björns Ausscheiden beschäftigt haben, hat sich hier hinten im Feld ein bisschen was getan. Arnold Koch ist jetzt von P5 auf 7 zurückgefallen. Emilio Garrido und auch Robert Simkins sind beide am Arnold vorbeigegangen. Und auch Greg Woods auf P8 lauert da hinten auf seine Chance. Allerdings hat das Quartett hier schon einen Rückstand von über 10 Sekunden nach vorn auf Joe Walker, der auf dem 4. Platz liegt. Nach hinten zu Art McEwen sind es ein bisschen mehr als 8 Sekunden. Und die Jungs befinden sich jetzt hier in der 16. von 23 Runden. Haben wir also noch ungefähr 7 Runden. Schade, dass Shady und die anderen Gegner von Björn und Tom in der Meisterschaft heute im ersten Split fahren, sodass wir da keine direkten Vergleiche ziehen können. Oh, und da ist Arnold Koch ein bisschen optimistisch in die Kurve reingegangen und hat die Mauer hier mitgenommen. Sofort ist Gregory Woods zur Stelle, versucht es hier auszunutzen, aber Arnold will sich da nicht so leicht geschlagen geben. Hier ein schönes Duell Seite an Seite, kann sich nochmal vorn halten. Allerdings haben die beiden jetzt einen Anschluss nach vorne an Robert verloren, haben jetzt hier über 2,5 Sekunden Rückstand. Tommy hier mit einem super Rhythmus vorneweg, kontrolliert den Abstand zum Adam nach hinten, der sich immer so zwischen 9 und 10 Sekunden einpendelt. Dahinter dann auf P3 Daryl Weininger schon über 15 Sekunden weg. Da kann der Tom sich heute nur selbst schlagen. Das wäre heute der erste Saisonsieg, wenn der Tommy das nach Hause bringt. Und wir schauen nach dem Rennen auch mal auf die Meisterschaftstabelle. Ich denke mir mal, da wird der Tommy einen gewaltigen Schritt nach oben machen. Das genaue Gegenteil heute beim Björn. Ich denke mal, der wird seine Führung in der Meisterschaft verlieren. Auch schon deswegen, weil der Peter heute im ersten Split mitfährt und wieder so massiv viele Punkte machen wird, dass er die Meisterschaftsführung übernehmen wird. Adam heute mal wieder ein solides Rennen. Ist jetzt zum Ende der Saison nochmal richtig stark geworden, nachdem er am Anfang der Saison ziemlich viel Pech hatte und somit in der Meisterschaft auch kaum noch Ambitionen hat, irgendwie nach vorn zu kommen. Auch Daryl Weininger und Joe Walker heute wieder ein sauberes Rennen, ohne Zwischenfälle, sehr gut. Dann haben wir Emilio Garrido auf P5 und Robert Simkins auf P6. Beide jetzt schon einen größeren Vorsprung auf den Arnold Koch und Gregory Woods rausgefahren. Arnold kann sich hier immer noch vor dem Gregory halten. Von Position 11 gestartet, liegt hier auf dem 7. Platz. Relativ solides Rennen. Bis auf Björns Ausfall und das Gerangel am Start. Heute ein sehr, sehr sauberes Rennen. Sehr, sehr schöne Zweikämpfe hier im vorderen Mittelfeld, die alle fair und sauber ablaufen. Weiter vorne natürlich von Anfang an die Position gesetzt. Der fährt jeder praktisch sein eigenes Rennen. Hier vorne auf B6, der Robert muss jetzt vorne Emilio ein bisschen ziehen lassen. 1,6 Sekunden Abstand. Schnellste Rennrunde. Und während Tommy hier eine Sahnezeit hingebrannt hat, versucht sich da Daniel Bonavich so klein wie es geht zu machen und weicht sogar ins Gras aus. Ein tolles Duell zwischen Greg und Arnold hier geht jetzt in die nächste Runde. Wir befinden uns jetzt hier in Runde 18 von 23. So langsam geht da dem Greg auch die Zeit aus. Jetzt greift er an hier, aber Arnold macht da innen schön dicht. Greg geht jetzt nach außen. Aus dem Windschatten raus, setzt sich neben ihm, versucht da vorbeizugehen. Aber Arnold ist hier noch viel bessere Position in der Anfahrt zur Schikane und kann da sich auch nochmal vor dem Gregory behaupten. Ein tolles Duell von den beiden hier. Robert vorne kann sich immer mehr aus dem Staub machen, jetzt greift der Gregory erneut an. Seite an Seite geht es hier durch die ersten beiden Kurven. Gregory hat außen den längeren Weg und Arnold kann sich erneut behaupten hier. Super Duell von den Zweiten. Die beiden müssen allerdings aufpassen, dass es bei dem von hinten noch Besuch bekommt. Art McEwen ist da nur noch 4 Sekunden weg von den beiden. Wir haben Art hier mal im Bild, ein neuer Name hier in der Sunday GP Series. Solides Rennen, aber auch Kurt Klapper und Byron Long heute unauffällig und solide. Keith konnte sich von seinem Startunfall nicht mehr erholen. Francisco haben wir dann hier auf dem 13. Und der Tommy geht jetzt hier in die 20. von 23 Runden. Inzwischen über 11 Sekunden Vorsprung auf dem Adam.
hat heute endlich mal wieder alles auf einen Punkt gebracht und auch vorher genügend trainiert, einfach nur spitzenmäßig. Tommys Fehlerquote ist einfach so gering und seine Konstanz so super, dass wir uns jetzt hier in der Meisterschaft am Ende nochmal richtig im Kampf um die Podestplätze zurückmelden können. Sehr, sehr schön. Allerdings tut es mir wirklich sehr leid für den die Meisterschaft wohl heute nach dem Ergebnis gelaufen sein dürfte. Da heißt nur noch am Ende der Saison einen vernünftigen Abschluss in Aragon hinlegen und Kräfte für die neue Saison sammeln, sollte der Björn eine Pause einlegen wollen. Ich fände es wirklich schade, weil er ist eigentlich in einer blendenden Verfassung. Solche Dinge wie heute können passieren, aber sie sind natürlich wirklich arg frustrierend. Nur wir haben die Saison nie heute verloren. Das ging ja schon im ersten Rennen in Watkins Glen los. Dann der vergebene Sieg in Spa. Und besonders schmerzlich, denke ich mal, ist das verpasste Rennen von Willow Springs, bei dem Tommy aufs Podest gefahren ist. Oh, 3 Runden noch. Oder 2 nach dieser. Tommy konnte ja familienbedingt an 2 Rennen nicht teilnehmen und hatte dann in Imola nochmal einen Durchhänger. Ansonsten hat er sich diese Saison absolut schadlos gehalten und selbst in Imola war das Ausscheiden nicht sein eigener Fehler. Da ist ihm Keith Turner reingefahren. Sieht gut aus. Der das sicherlich auch nicht mit Absicht gemacht hat sich ja auch sofort danach entschuldigt. Hinterm Tommy die Position alle überall gefestigt. Adam auf P2, nach vorne und hinten reichlich Luft, aber auch Daryl Weininger dürfte da keine Probleme mehr mit dem Joe Walker bekommen. Joe heute mal wieder ein sehr, sehr gutes Rennen. Wie gesagt, bis auf die 2 kleinen Zwischenfälle ein super sauberes Rennen heute mal wieder. Tolle Zweikämpfer. Robert hier die letzten paar Runden sehr, sehr einsam unterwegs hier auf P6. Da ist keine Möglichkeit mehr. Und hier Arnold und Gregory kämpfen immer noch. Jetzt musste Gregory ein bisschen abreißen lassen, nachdem er die Kurve zur Wall of Champions ein bisschen vom Gas gehen musste. Kann der Arnold erstmal wieder ein paar Kurven durchatmen, bis sich Gregory da wieder hingekämpft hat. 3,5 Sekunden hinter dem Duo, hier dann Art McEwen auf P9 und Bob Klapper auf P10. Der Kurt hat da scheinbar seinen Rückstand auf Art wettgemacht und kämpft hier auch noch um P9. Was jetzt hier? Der Rückstand jetzt weniger als eine Sekunde und Art muss hier noch mindestens 2 Runden durchhalten. Aber ranfahren ist hier das eine, überholen steht dann nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Und natürlich sehr, sehr schön für unsere Zuschauer, dass es hier am Ende des Rennens noch einmal ein paar schöne Zweikämpfe gibt. Vorne mittlerweile hier alles auf geklärten Positionen. Hier hinten heute auf P11 Bayern. Schnellste Rennrunde. Solides Rennen, aber sehr ereignisarm. Beim Tommy ähnliches. Geht jetzt hier in die vorletzte Runde. 1:27,443. Tommy jetzt hier nochmal zum Ende des Rennens hin eine super Runde in den Asphalt gebrannt. Damit dürfte sich heute die Triple Crown holen. Pole Position, schnellste Rennrunde und wahrscheinlich der Sieg. Und wir hatten doch tatsächlich mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns sofort mal anschauen. Oh nein, der Gregory, das sieht aus wie geträumt. Ja. Das sieht aus wie... was, Schatz? Hast du gerade mit mir gesprochen? Schade, damit dürfte sich das schöne Duell mit dem Arnold Koch erledigt haben. Ich hoffe mal, Gregory kann hier trotzdem auf seinem Platz ins Ziel fahren. Wir haben hier den Arnold mal im Bild. Inzwischen 2,5 Sekunden Vorsprung auf Gregory Woods, der aber auch ein paar beruhigende Zehntel zwischen sich und Art McEwen liegen hat. Ich schätze mal, Art wird da gerade mit dem Kurt zu tun haben. Arnold heute eine sehr große kämpferische Leistung gezeigt. Hatte ja zeitweise auf P5 gelegen. Und unser Tommy hier auf dem Weg Richtung letzte Runde. Was für ein tolles Rennen von ihm heute wieder. Was für ein toller Tag. Er hätte noch schöner sein können mit Björn. Wir hätten hier heute einen deutschen Dreifach-Triumph feiern können. Denn wir haben ja hier mit dem Adam einen zweiten Deutschen auf dem Podium. Aber auch Adam ein tolles Rennen heute. Weiße Flagge, genau. Hat sich das redlich verdient. Da freue ich mich besonders für ihn. Tommy geht jetzt in die letzte Runde. White Flag. Und Adam geht jetzt hier in die letzte Runde. Nach vorne 12 Sekunden und nach hinten 9 Sekunden. Hier haben wir dann auf P3 Daryl Weininger und auf P4 Joe Walker. Da liegen 1,5 Sekunden fast dazwischen. Da passiert auch nicht mehr viel. Und auch hier auf P5 Emilio Garrido. Da wird der Robert den Rückstand von 2 Sekunden nicht mehr zufahren können. Auf 7 dann Arnold Koch, auf 8 Gregory Woods und auf 9 Art McEwen, der jetzt hier Besuch von Kurt Klapper bekommt. Und da greift Kurt auch an. Muss aber hier nochmal zurückstecken. Das wird noch interessant zwischen den beiden. Und Byron ist da auch direkt hinten dran.
Jetzt geht's hier für die 3 Jungs nochmal richtig rund und Bayern versucht hier anzugreifen. Die Plätze 9, 10 und 11, da ist hier nochmal richtig Würze drin, die letzte Runde. Und Art McEwen ist für uns hier alle schlecht einzuschätzen, den sehen wir heute hier in der Sande GP-Serie das erste Mal. Fährt aber ein sehr tolles Rennen hier. Und ich glaube, Byron hat sich ja auch noch nicht mit P11 zufrieden gegeben. So, Patrick, hol schon mal die Schnapsflasche raus. Ein ganz herzlichen Glückwunsch, Tommy. Endlich hat man wieder geschafft. Mega! Die letzten 2 Kurven. Chapeau, Gratulation, ey. Das war ein geiles Rennen. Schade für Björn, ey. Unglaublich. Schade für Björn, da kommt dann auch der Adam Platzka. Deutscher Doppelsieg heute. Sehr schön. Adam auch heute ein geiles Rennen. Ich freue mich, dass es endlich mal wieder ein Ziel gemacht hat. Super toll. Ja. Gratulation, Adam. Dem schließe ich mich an. Super gemacht. Ja, sauber. Wo bist du geblieben, Junge? Aber auch Glückwunsch an Daryl Weininger. Oh Mensch, Und natürlich Joe Walker und Emilio Garrido. jetzt der Björn, der hatte ein Problem mit dem Überrundeten. Meine Güte. Und Byron hat es ja auf den letzten paar Metern noch geschafft und hat den Kurt überholt. Somit den letzten Top-10-Platz weggeschnappt hier. Ein tolles Rennen hier auf den letzten paar Metern. Super. Ich muss gleich mal im Replay schauen, was da passiert ist. Sehr ärgerlich auf jeden Fall. Der Björn ist immer bei uns im Discord vorm Rennen. Ja, auf jeden Fall. War cool. Alles in allem mal wieder natürlich ein sehr, sehr schönes Rennen mit dem Sieg für uns und dem kleinen Schatten. Ja, Tommy, das war super mega. Oh. Wollen wir noch ein paar ordentliche Donuts sehen, ne? Ja, würde ich auch mal sagen, ne? Wo machen wir die denn? Ich kenne eine coole Stelle, Vom Donut warte mal, da vorne in der Spitzke-Rampe. Hier vorne ein paar Donuts hier, Adam. Nicht wegfahren. Scheiße. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gratulation, Hut ab. Endlich hat man wieder geschnackelt. Endlich hat man wieder geschnackelt. Und wir werden jetzt gleich nochmal einen Blick auf die Gesamtwertung werfen. Da wird sich alles noch enger zusammengeschoben haben nach dem heutigen Rennen. So, normalerweise sind da Zuschauer, aber bei mir, ich habe die ausgeschaltet. Oh, der Adam kann genauso geile Donuts. Ach, hier ist der Adam, dann macht ihr vor den Zuschauern. Okay, dann machen wir. Da kommt noch der Bayern. Und da haben wir ein Rennen vor Schluss, die aktuelle Tabelle mal eingeblendet. Tommy auf P2, Wahnsinn. Guckt euch mal an, wie eng das dazu geht. Oh nein! Oh Mann! Oh no, mein Engine ist gone. Bye bye. Bei dem Punktestand, das gibt einen Knaller zum Finale. Da bin ich ja mal gespannt. Wahnsinn. Und Tommy hier ganz vorn mit dabei. Ja, Tommy. Chapeau, einfach traumhaft. Mega. Ja, sehr Ja, schön. jetzt ist der Adam seine Kiste auch hochgegangen hier. Yeah, I made it past Robert. The wheel spin in the front. I was like, oh, this is good. And then wham, right Aber der there. rollt hier in die Box rein, noch mit qualmendem Motor. Ja, nee. Er hat's noch geschafft bis an die Box. Oh ja, da sieht man's, ja. Hat ein bisschen weit zu laufen. Oh gut, das ist zu laufen. Tommy, geil. Ja. Geil. Ach, das ist so traurig. Auf jeden Fall erstmal ganz lieben Dank. Das war super, von Anfang bis Ende. Auf jeden Fall. Björn, Kopf hoch. Mensch, ey. Am Anfang habe ich Ist mich ja aber ganz auch schön unter Druck gesetzt und dann hat man gesehen, Pech verfolgt. man hat gesehen, dass er ein bisschen das Messer zwischen die Zähne hatte. Ja, er hat und hat das Auto ein bisschen verfahren manchmal. Und naja, verabschieden wir uns erstmal von unseren Zuschauern. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Oh, wir haben hier 9, ja, wir bleiben noch hier tatsächlich. Nächste. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.
So. So, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. So dicht liegen Freud und Leid beieinander. Für den Björn dürfte die Meisterschaft damit gelaufen sein. Ganz anders beim Tommy, der steckt jetzt wieder mitten im Titelkampf. Und wir freuen uns schon alle auf das Saisonfinale, ihr hoffentlich auch. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, macht's gut und bleibt uns alle gesund. Ciao! Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.